Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema: Steigt Gold nach der FED-Sitzung in Richtung 2200 $? Disclaimer. Steigt Gold nach FED-Sitzung Richtung 2200 $? Dieser Analyst sieht Gold vor dieser Entscheidung. Entweder sofortiger Anstieg auf 2025 Dollar und dann bis Ende Juni weiter auf 2200 $, oder es kommt noch einmal zu einer Korrektur bis ca. 1850 bis 1900 Dollar und dann schneller Anstieg auf 2200 $ im Juli. Die Fed hat die Zinsen heute nicht erhöht, stellt jedoch in diesem Jahr weitere Zinserhöhungen in Aussicht. Peter Schiff hat dazu einen Kommentar gegeben, kann ich hier noch mal verlinken. Das ist aber eher fraglich. Gleichzeitig stiegen die Anträge für die Arbeitslosenhilfe an, was möglicherweise die heutige FED-Entscheidung erklärt. Egal in welche Richtung sich Gold nach der FED-Entscheidung entwickelt, die Fundamentaldaten bleiben für Gold weiter bullisch. Der Aufwärtstrend wird sich fortsetzen. Ja, persönlich glaube ich nicht unbedingt, dass es nochmal so eine Korrektur gibt, aber Sie sehen, auch in beiden Szenarien kommt es zum schnellen Durchbrechen des jahrelangen Aufwärtstrend, und es geht, sage ich mal, in einen neuen Raum sozusagen, unbekanntes Territorium. Also das wäre schon sehr interessant, wenn wir Ende Juni oder Ende Juli 2200 $ sehen. Das kann man sich in der heutigen Stimmung etc. nicht vorstellen, aber who knows? Wie gesagt, wir geben nur das hier, was gute Chartisten sagen, bevor man selbst rumspekuliert. Das geben wir nur wieder. Also ich denke mal schon, dass dieser Ausbruch tatsächlich auch bevorsteht und uns in ein neues, höheres Level katapultiert und dass dann hoffentlich die Gold- und Silberaktien dann auf breiter Front zünden sozusagen. Ja, hier ist ein Gold- und Silber-Projektgenerator aus Sonora, Mexiko. Ja, die haben mehrere Projekte. Das Evelyn Gold-Projekt beispielsweise, hochgradiges Gold, 33,7 Gramm pro Tonne Gold. Zielsetzung, 1 Million Unzen Gold wollen sie da abstecken sozusagen. Das Plomo Gold-Projekt, glaube ich, das haben sie aktuell verkauft. Das ist 1 Million ähm, Unzen weniger sozusagen. Dann das Diamante Gold Silber Projekt, 1 Million Unzen Gold, auch hochgradiges Gold mit 39,8 Gramm pro Tonne. Auf der anderen Seite kommen auch noch Projekte. Jetzt hier dieser Potentialfaktor, würde ich sagen, kann man jetzt 3,5 Millionen Unzen ansetzen theoretisch, und es würde vielleicht bedeuten, dass diese Aktie theoretisch das Potenzial hat, um das Hundertfache zu steigen an einer vollen Goldaktienmanie. Wie gesagt, ist ein theoretischer Potenzialfaktor, einfach um die Goldaktien vergleichbar zu machen. Also die Aktie meiner Meinung nach charttechnisch sieht auch gut aus, und Sie sehen im Grunde genommen hier, wie das sind eigentlich auf genau diesen selben Sattel oder Punkt, bevor es dann hier hochgegangen ist, bis März 2021. Und da ist dann diese Aktie von 5 Cent auf 15 Cent gestiegen. Und meiner Meinung nach passiert das jetzt genau wieder. Und wenn der Markt richtig bewusst ist, was für Riesenressourcen diese Unternehmen haben, und das in Zusammenhang mit dieser geringen Marktkapitalisierung unter 10 Millionen, könnte das ein sehr interessantes Unternehmen sein. Ist natürlich Gamble, ist sehr hohes Risiko, ist natürlich keine Kaufempfehlung. Hier nochmal die Lage, das ist eben Sonora, das ist eben Mexiko, Grenzgebiet zu USA. Ja, hier sind nochmal die anderen Projekte, und hier ist eben nochmal 1 Million weiteres Goldäquivalent dabei. Im mittleren Grad hier 3,49 Gramm pro Tonne. Wie gesagt, Silber etc. ist da auch überall mit bei den Projekten, aber sind jetzt hier gar nicht weiter aufgeführt. Und auch die anderen Projekte sind absolut hochgradig. Hier das Pilar Gold, 55,4 Gramm pro Tonne auf 3 Meter. Also hier auch das Jackie Gold Projekt Pro mit 9,65 Gramm pro Tonne und 515 Gramm pro Tonne Silber.
Das dann oftmals machen diese Projektgeneratoren natürlich dann Joint Venture und Vereinbarungen. Wir kaufen auch hier da ein Projekt. Das ist natürlich richtig so, aber wir hoffen natürlich auch, dass diese Projektgeneratoren dementsprechend anhand ihrer Ressourcen irgendwann bewertet werden, wenn wirklich positive Stimmung für Gold und Silber oder überhaupt den ganzen Sektor herrscht. Ja, hier auch nochmal das Pitaya, sehe ich gerade, die Goldprojekt. Die nahegelegene Mine sind Fresnillo, La Herradura mit 10 Millionen Unzen Gold. Ja, also liegt wirklich auch in einer guten Ecke, in einer guten Gegend. Hier haben sie nochmal ein Joint Venture mit Agnico Eagle, das ist auch interessant. Starke Partner ist dann natürlich auch immer schön, was dann, sage ich mal, die Aktie auch auf mehr oder weniger stabilisiert und dann von den Investoren später, wenn dieser Markt mal anspringen sollte, besonders positiv aufgenommen werden dürfte. Ja, hier nochmal generell zum Goldpreis. Ja, gut möglich, dass der Gold analog der 1970er Jahre von 2000 auf 8500 Dollar steigt. Wie kommen wir darauf? Weil die Charttechnik eigentlich ähnlich ist zu den 1970er Jahren. Dort ist damals Gold auch von 35 Dollar auf 200 Dollar gestiegen, hat auf 100 Dollar korrigiert, hat sich dann auf knapp 200 Dollar rangearbeitet, hat dann doch mal korrigiert. Das könnte genau dieselbe Situation wie aktuell sein, dass vielleicht das nochmal runtergeht auf 1900, who knows. Aber wir haben es im gewissen Sinne auch schon hinter uns. Jedenfalls sind die Leute verunsichert, wie aktuell auch. Und damals die Verunsicherten, die sich haben dann rausschmeißen lassen, haben dann auf diesen Vervierfachung des Goldpreises innerhalb von mehr oder weniger einem Jahr verzichten müssen. Und das ist Gold, das sich von 200 Dollar auf 850 Dollar dann gestiegen ist, also Ende 78 bis Anfang 1980 ist es dann gewesen. Und das ist dann auch die Phase, wo diese Goldaktien dann diese Extremanstiege hatten. Und das hat uns ja ursprünglich in diesen Sektor gebracht, weil wir natürlich hoffen, dass wir früher oder später auch solche Bewertungen kriegen irgendwo. NRD Mining 5 Cent auf 19 Dollar, Silberstack Mines 10 Cent 36 Dollar. Das heißt, die Aktie hier in dem Beispiel ist 380-fache gestiegen. Aus 1000 Dollar wurden 380.000 Dollar. Und ja, und die Leute konnten eben diese Gewinne hier einsammeln, die sich hier eben haben nicht rausschmeißen lassen. Und ich würde mal sagen, ganz aktuell ist das unsere Situation, in der wir sind. Wir haben nach wie vor extrem Pessimismus. Man glaubt nicht mehr, dass da was kommen kann. Aber wir wissen im Grunde genommen allerdings auch, dass der Druck ungeheuer groß ist und dass es im Grunde genommen sogar einen stärkeren Ausschlag als hier 1978 geben müsste. Im Grunde genommen könnte es theoretisch, wenn es danach geht, auch auf 16.000 oder mehr steigen. Ähm, Wirklich fraglich, ob sie das zulassen, glaube ich eher nicht. Ich denke mal, man versucht das dann irgendwo bei 2.500, 3.000 Dollar dann wieder fest einzukeilen. Aber dieser Weg dahin, das können die nicht mal verhindern, eine Gold- und Silberaktienrallye. Den ganz, ganz großen Boom bei Gold wird vielleicht abgefangen unter Umständen, aber jetzt die Goldaktienrallye, die müssen sie uns geben, im Grunde genommen. Das wäre jedenfalls meine Ableitung von der Situation. Ja, welche Ereignisse liegen vor uns? Eben dieser moderate Anstieg bei Gold und Silber, also Richtung, wir sagen ja 2400 Dollar für Gold und für 42 Dollar für Silber. Und das hat eben schon damals, also das war ja was wesentlich Kleineres hier 2021, hier eine Corona-Krise von 2 Cent auf 36 hat es einige Aktien gebracht. Und das war, sage ich mal, so eine kleine Intermezzo-Marke. Stellen Sie sich vor, wir kriegen eine richtig große Goldaktienrallye mit den genannten Zahlen, die ich gerade gesagt habe. Das müsste dann reichen, so einen Typus dann mindestens auf 1 Dollar eigentlich hochzuschleudern. Jedenfalls, das ist, sage ich mal, unsere Zielgröße, dass man dementsprechend maximal an dem Hebel, der dann entsteht, profitieren kann. Und das kann man natürlich im Wesentlichen dann nur an solchen Penny-Gold-Aktien, die sich eben ganz, ganz, ganz schnell verzweifachen und dann dementsprechend weiter steigen. Ja, also das ist die Phase, die meines Erachtens vor uns liegt. Ja, und das Paradox ist eben diese extreme Unterbewertung bei Goldaktien. Goldaktien sind hier auf der rechten Seite gegenüber Gold einfach mal in Relation gebracht und dann sehen wir, dass 1996 wir eigentlich in einem Bärenmarkt gekriegt und eigentlich jetzt hier die letzten Jahre das erst konsolidiert hat. Und nun glauben eben
dieser Chartist, dass es in einen eruptionsartigen Ausbruch dann, sage ich mal, sozusagen in die normale Zone wiederkommt, beziehungsweise darüber hinausgehen kann. Das ist ja immer so, wenn dann alle rein wollen und so, dann treiben die das möglicherweise auch wieder zu den alten Spitzen hoch. Nur so eine Vermutung. Das müssen wir dann sehen. Anderer Grund, Goldaktien zu kaufen, ist eben diese Junior-Goldaktien im Vergleich zu den Senior-Aktien extrem unterbewertet ist. Das meint dieses Gap damit. Aber Sie sehen auch, wie so ein Gap, und in dem Fall war es im Jahr 2002, innerhalb vom halben Jahr aufgelöst worden ist. Und das ist natürlich auch absolut Musik für die Penny-Gold-Aktien, die dann ganz, ganz schnell äh, teuer werden. Ja, nochmal eine Grundüberlegung oder eine Beobachtung, wie man 1970er Markt den Goldaktienbullenmarkt optimal gespielt hat. Ja, im Grunde genommen wäre es das Richtige gewesen zu diesen Ausverkaufszeiten. Goldaktien, sagen wir mal so, vielleicht ab 1974, 75 hinzulegen, zu sammeln, im Grunde genommen den Boom abwarten, der dann ja auch schon im Grunde genommen 1979 kam. Dann verkaufen und in dem Fall einfach Top-Aktienfonds zu investieren und dann nie wieder angucken, sozusagen, bis im Jahr 1999. Weil es ist ja immer so, dass die Inflationszeiten sich mit einer normalen Wachstumszeit im Grunde genommen äh, ab, ähm, abwechselt. Diese normale Zeit muss nicht attraktiv sein, wie zum Beispiel auch in Deutschland die Hyperinflation 1929 und so war es nicht, weil wir hatten 1923, wir hatten 1924, als die Rentenmarkt eingeführt werden. Und in Deutschland ist es ein Sonderfall gewesen, weil es noch natürlich abgeschnitten war von internationalem Handel etc. Aber es gab dann die sogenannte postindustrielle Deflation. Das heißt, Businessmodelle, die in der Inflation funktionieren, funktionieren nicht unbedingt oder sehr wahrscheinlich nicht unter normalen wirtschaftlichen Bedingungen mit einer stabilen Währung. Das muss es sich bewusst sein. Deswegen, das wird sicherlich auch jetzt in diesem Fall passieren, dass etliche Firmen vom Boden verschwinden, wenn diese inflationären Rahmenbedingungen nicht mehr gegeben sind. Also das heißt, wir erleben durch die Währungsstabilisierung, die auch in dem Fall kommt, die auch damals gekommen, müssen wir schon schauen, dass wir dann auf Aktien und Top-Aktienfonds setzen, um nicht, sage ich mal, von dieser postinflationären Depression erwischt zu werden. Aber damals wäre es eben die richtige Entscheidung. 2 Klicks, einfach Goldaktien, den Maximalwert machen, das Geld nehmen, Topfonds kaufen, für immer Geld gehabt. Und ich finde, das ist einfach eine unglaubliche Zahl. Wer damals $50 in Goldaktien investiert hat und die hätten sich im Schnitt vielleicht verhundertfacht und dann reinvestiert in Berkshire Hathaway, hätte 1999 $1 Million gehabt. Und davon hätte man ja viele 50er hätte man investieren können damals sozusagen. Aber auch da war es eben, man muss eben durchhalten. Diese Goldaktien investieren, gute nachkaufen. Sie sehen hier, bis es dann richtig irgendwann richtig hochgeht, kein Indiz, dass es höher geht. Ja, da schon, aber da kommt dann schnell auch der Kaminanstieg und die große Chance ist vorbei. Das ist damals so und das wird heute sehr wahrscheinlich auch so sein. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3, wenn die Goldaktien steigen, ist es gleichzeitig auch ein Krisenindikator. Es können Minenverstaatlichungen kommen, also die Regierungen interessieren sich dafür. Das eigene Bankensystem scheint auch nicht besonders stabil zu sein, sodass wir vielleicht von diesen Goldaktien, dass es ratsam ist, davon mehr Gold und Silber und andere Sachwerte zu kaufen, weil vielleicht die digitalen Werte keinen richtigen da man keinen richtigen Zugriff hat. Das ist insofern leider anders als 1980, aber die Chance von heute liegt da drin, wenn sowas passiert, und teilweise Börsenschließung und sonst was, gibt es ja keine Nachfrage nach normalen Aktien. Das heißt, dann kommen wir in eine Situation und dieser rote Pfeil deutet das an. Das ist ja hier das Gold-Dow-Ratio, die war 1980 auf 1. Und jetzt meinen eben die Chartisten oder das Chart deutet es einfach an, dass man jetzt für eine Unze mindestens 2 DAO kriegt, wenn nicht sogar 4, wie manche sagen. Und und der Grund ist dann dafür, dass dann vielleicht das Vertrauen wirklich auf absolut Null sinkt. Aber dennoch glaube ich, wird es irgendwie wieder einen Neustart geben und wer dann dementsprechend Mittel hat und reinvestieren kann, kann die wenigen verbliebenen
Top-Aktien und Top-Fonds dann für absolute Pennybeträge hoffentlich kaufen. Und das ist damit gemeint mit den Ereignissen 2 und Ereignis 3, nur als Beispiel. Jetzt vielleicht einmal noch zum Haus. Das dürfen Sie nicht vergessen, wenn Sie ein Haus kaufen wollen und Sie haben nicht unbedingt aus anderen Gründen müssen Sie das jetzt kaufen, dann macht es wirklich Sinn, bis zu diesem Peak hier zu warten. Dann, das ist ja ein Wert, der ist real. 1980, das hat der Mike Maloney herausgefunden, konnte man für 500 Unzen ein Haus kaufen. Also macht es überhaupt gar keinen Sinn, jetzt Häuser zu kaufen, sonst was, sondern man hortet halt Gold und Silber und kauft dann eben zu diesem Punkt an. Und der könnte ja, wie Sie am roten Pfeil sehen, noch niedriger werden. Vielleicht gibt es im Schnitt für 250 Unzen ein Haus. Und das muss man sich bewusst machen. Und dann im Grunde zuschlagen und dann noch Top-Fonds und Top-Aktien kaufen. Und dann denke ich mal, hat man eigentlich sehr gut ausgesorgt. Ja, Fazit. Multiplikatoren der Gewinne aus Ergebnissen. Also wir müssen einfach zusehen, dass wir jetzt mit Hilfe von Goldaktien mehr Gold und Silber generieren und also von der Inflation maximal profitieren und dann diese Gewinne reinvestieren in die danach liegende nachinflationäre Wiederaufbauzeit, also wirtschaftliche Entwicklung. Und das müssen wir multiplizieren. Also jetzt eben Inflationsgewinne werden und dann ein traditioneller Investor sozusagen werden. Und wenn man sich das dann einfach so überlegt, jede 200 Euro könnte sich vielleicht mit Goldaktien für 25-fachen, mit physischem Gold und Silber, wenn die Maximalwerte erreichen, vervierfachen und das Reinvestieren in Topfonds und Topaktien im Schnitt um die 50-fach. Also könnte man langfristig aus jede 200 Euro 1 Million. Das ist dann für viele auf alle Fälle die Lösung des Rentendilemmas, auf alle Fälle. Und für viele, die natürlich nicht so weit warten können und diese ganzen Wellen hier durchfahren kann, ist natürlich jetzt Goldaktien ist natürlich auch interessant, weil man schlicht und einfach, wenn man nicht so einen langen Anholhorizont hat, dann durch mehr Gold und Silber hat. Das muss man ja auch so sehen. Aber so wird an den Börsen nicht gedacht, weil wir haben Ungleichgewichte und es spricht nicht für ein traditionelles Investment aus der jetzigen Sicht, sondern diese Ungleichgewichte sind so groß, dass wir uns darauf einstellen müssen, auf steigende Gold- und Silberpreise. Das sind einfach Krisensymptome und dazu gibt es meiner Meinung nach überhaupt gar keine Alternative. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach moderatem und einem sehr hohen Risiko zu ordnen, Potenzialfaktor errechnen aus der Marktkapitalisierung, Grad des Goldes etc. Exit-Strategie ist auch dabei. Weitere Informationen zum Report finden Sie auch unten im Video verlinkt. Einlagen von Gold und Silber bei einer Einkaufsgemeinschaft. Die sind zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Und die gibt es keine Mindestinvestitionssumme. Einfach überweisen. Schon ist im Zollfreilager in der Schweiz. Genauso leicht ist auch eben der Verkauf. Lohnt sich sicherlich mal, wenn man das noch nicht kennt, mal als Schuss schauen. Und das muss ich auch sagen, die Beratung, die Damen dort sind unheimlich nett. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Ähm, und vielleicht mir auch ein Like geben. Das würde den YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Also nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.